Ich bin heute zu einer Mine bestellt worden und wir reden über Lieferketten. Da bin ich mal gespannt. Wo Märkte sich verändern, verändert sich auch die Lieferkette. Nehmen wir mal als Beispiel Elektroautos. Da sind ganz andere Komponenten verbaut als in herkömmlichen Verbrennern. Neue Lieferketten aufzubauen, das kann ganz schön tough sein. Da gibt es einiges zu berücksichtigen. Wie wird die Nachfrage sein? Wie sieht es mit der geopolitischen Situation aus? Und wie sieht es mit dem Lieferkettengesetz aus? Wer am Puls der Lieferkette sitzt, ist Burkhard. Jetzt hast du mich zur Mine bestellt. Was hat es damit auf sich? Ja, Jürgen, willkommen in Südostasien. Die neuen Lieferketten fangen alle im Dschungel an, im Regenwald. Und zwar mit nichts anderem als Felsen, Sand und Ton. Jetzt sind wir hier mitten im Dschungel. Es zoomt auch so danach. Musst du mir mal näher erklären. Jürgen ist auch genauso heiß hier. Heute ist der teuerste Teil von einem Elektroauto die Batterie. Die ist ca. 30-40% von dem Auto. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil von der Batterie ist Nickel und auch Kobalt oder Mangan. Wo kommt denn der ganze Nickel her? Der kommt aus Indonesien. Indonesien ist einer der größten Produktionsstandorte heute für Nickel. Wie beeinflusst das jetzt die Lieferkette? Früher wurde ein Motor aus Stahl oder Aluminium gegossen. Heute kommt der wichtigste Bestandteil im Grunde genommen hier aus der Region Südostasien. Jetzt beeindruckst du mich ein zweites Mal heute. Das ist ja ein riesiger Hafen hier, wo du uns mitnimmst. Ja, wir sind hier im Hafen von Singapur. Du musst dir das so vorstellen, dass du ähnlich wie der Frankfurter Flughafen, wo die Passagiere alle umsteigen. Hier steigen die Container um. Die kommen aus China, aus Japan, aus Korea, werden hier verschifft, dann umgeladen und weiter nach Europa, Amerika, Afrika verschifft. Meinst du, wie viele Batterien in diesen Containern rumlungern? Eine ganze Menge, Jürgen. Indonesien hat ca. 22% der weltweiten Reserven für Nickel und produzieren heute 37% des weltweiten Nickelbedarfs. Das sind ca. 1,6 Millionen Tonnen. Indonesien hat früher hauptsächlich nur die Erze abgebaut oder die Laterite. Heute möchte man gerne diese Wertschöpfungskette erweitern und möchte dort den Nickel raffinieren und dann in Kathoden für die Batterien und hinterher später auch für die Batterien weiterverarbeiten. Was bedeutet das jetzt für die Unternehmen in der Lieferkette? Das bedeutet, dass die Unternehmen hier in Südostasien in neue Fabriken, in neue Raffinerien, in neue Nickelsmelter investieren müssen. Weiterer beeindruckender Ort, aber du hast uns doch nicht wegen der Aussicht mitgenommen. Nee, Jürgen, ich habe euch hergebracht wegen der Sonnenpaneele, die hier auf dem Dach installiert sind. Denn für elektrische Autos braucht man am besten ja auch saubere Energie. Was haben die denn mit der Lieferkette zu tun? Für Sonnenpaneele braucht man im Wesentlichen ja Silikon. Und Silikon wird eigentlich aus besonders reinem Sand gemacht, aus sogenannten Polysilikonen. Und die kommen am besten nicht aus bestimmten Regionen dieser Welt. Heute ist es so, dass Polysilikone zum Beispiel aus Deutschland kommen, von Deutschland nach China gebracht werden, in China in sogenannte Silikon-Wafer oder Ingots umgebaut werden, von China nach Malaysia oder Philippinen kommen, um dort zu einem Solarpanel verarbeitet, was dann anschließend entweder in Deutschland oder in den USA verkauft wird. Das klingt nach einer kleinen Weltreise, ist doch geopolitisch bestimmt auch eine Herausforderung. So verändern sich halt die Lieferketten und unsere Kunden verlangen eigentlich auch, beziehungsweise die Regierungen verlangen eigentlich auch, dass die Lieferketten nachweisbar sind. Du bist ja hier in Singapur einer der größten Handelsplätze überhaupt. Ja, 20% des Bruttoinlandsproduktes hier von Singapur kommt überhaupt durch den Rohstoffhandel zustande. Was ist jetzt persönlich deine Rolle als Banker? Stell dir vor, jemand möchte gerne eine neue Fabrik als Zulieferer für die elektrischen Autos hier in Südostasien aufbauen. Dann höre ich ihm zu, dann beraten wir ihn und wenn alles wirklich zusammenpasst, dann finanzieren wir ihn auch. Ja, bist du so eine Art Mitgestalter der Lieferkette. Ja, oder vielleicht sind wir dann sogar so eine Art Zündkerze in der elektrischen Autozulieferkette.